Ja, Jürgen Klopp wird neuer DFB-Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft. Aber wie könnte sein erster DFB-Kader aussehen und vor allem, wie könnte Klopps erste Deutschland-Startelf aussehen? Denn schon Ende September steht direkt das erste große Länderspiel in der Nations League gegen die Niederlande an. Ja, hallo liebe Fußballfreunde, herzlich willkommen auf Werners Fußballecke. Ich persönlich freue mich riesig auf Jürgen Klopp als neuen Bundestrainer. Ich finde, es wurde wirklich Zeit, dass Klopp dieses Amt endlich übernimmt. Und genau deshalb schauen wir uns heute gemeinsam meinen möglichen DFB-Kader unter Jürgen Klopp an und natürlich auch meine Prognose für seine erste Deutschland-Startelf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Klopp direkt einige Veränderungen vornehmen wird, sowohl im Kader als auch natürlich in der ersten Elf. Genau darüber sprechen wir heute in diesem Video. Mich würde aber natürlich auch interessieren, wie würde eure Deutschland-Startelf unter Jürgen Klopp aussehen? Schreibt mir eure Deutschland-Aufstellung auf jeden Fall unten in die Kommentare. So, wir haben einiges vor, also legen wir direkt los mit meiner großen Jürgen Klopp Deutschland-Prognose. Schauen wir uns zuerst den möglichen neuen DFB-Kader an, von den Torhütern bis hin zu den Stürmern. Im Tor würde ich persönlich ganz klar auf Jonas Obig vom FC Bayern München als neue Nummer 1 setzen. Obig überzeugt mich vor allem mit seiner unglaublicher Ruhe am Ball, starken Paraden, seinen hervorragenden zu-Null-Quoten und natürlich mit seinen Qualitäten als moderner, mitspielender Torhüter. Genau, ja, wie Manuel Neuer in seinen besten Jahren. Klar, muss man auch sagen, Oliver Baumann hätte es absolut verdient gehabt, bei der WM zu spielen. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Für einen kompletten Neustart unter Jürgen Klopp ist Baumann mit inzwischen 36 Jahren allerdings nicht mehr der Jüngste. Denn der Blick und Fokus von neuem Bundestrainer Jürgen Klopp muss auf die Fußball-Europameisterschaft 2028 im Vereinigten Königreich liegen. Natürlich könnte Klopp ihn trotzdem nochmal für den DFB-Kader nominieren. Verdient hätte er sich das definitiv. Ich persönlich würde für die Zukunft aber auf Jonas Obig, Alexander Nübel und Mio Backhaus, jetzt SC Freiburg, setzen. Und als klare Nummer 1 im deutschen Tor sehe ich ganz eindeutig Jonas Obig. Für mich gehört ihm die Zukunft beim DFB. Machen wir weiter mit den Linksverteidigern. Hier würde ich auf jeden Fall auf Nene Brown, dem neuen Bayern-Spieler, setzen. Dazu würde ich weiterhin David Raum von RB Leipzig und ja, Tom Rothe von Union Berlin nominieren. Brown hat bei dieser WM bereits angedeutet, welches Potenzial in ihm steckt. Zu seinen größten Stärken gehören seine enorme Schnelligkeit, seine starke 1-gegen-1 Verteidigung, seine offensiven Vorstöße und seine technische Qualität. David Raum würde ich ebenfalls weiterhin im DFB-Kader sehen. Er war in der WM-Qualifikation Stammspieler auf der linken Seite und bringt mit seinem Tempo, seinen präzisen Flanken, seine Mentalität und seinem absoluten Siegeswillen weiterhin Qualität mit, die für die Nationalmannschaft sehr wichtig sein können. Und dann wäre da noch der erst 21-jährige Tom Rothe. Ihm würde ich unter Jürgen Klopp auf jeden Fall die Chance geben, sich im DFB-Kader zu beweisen. Rothe hat in den vergangenen beiden Spielzeiten bei Union Berlin sowohl als linker Schienenspieler als auch klassischer Linksverteidiger gespielt. Seine größte Stärke ist ganz klar seine enorme Offensivqualität. Dazu bringt er mit seinen 1,92 m eine außergewöhnliche Physis mit und verfügt außerdem über eine richtig starke Schusstechnik. Natürlich sollte man auch Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart noch längst nicht abschreiben. Klar, mit mittlerweile 29 Jahren gehört er nicht mehr zu den ganz jungen Spielern, aber vor 2 Jahren zählte er für viele noch zu den besten Linksverteidigern der Welt. Außerdem würde ich auch den 23-jährigen Luca Netz, Ex-Gladbacher, der inzwischen in der Premier League bei Nottingham Forest spielt, weiterhin genau beobachten. Denn sollte er in der Premier League zum Stammspieler werden, wäre Netz auch jemand als Linksverteidiger für die deutsche Nationalmannschaft. Für mich
wären auf der linken Abwehrseite aber ganz klar Nene Braun gesetzt. Dann kommen wir jetzt zu den möglichen Spielern für die Rechtsverteidigerposition. Und ja, da ist aktuell wahrscheinlich genau die Position in der deutschen Nationalmannschaft, auf der wir ehrlich gesagt keinen wirklichen Topspieler haben. Dazu gehört Joshua Kimmich für mich auf jeden Fall zurück ins Mittelfeld. Wenn man sich mal die aktuell 10 wertvollsten deutschen Rechtsverteidiger anschaut, dann sieht man auch direkt, so riesig ist die Auswahl für Jürgen Klopp da momentan wirklich nicht. Für mich ist aber eine Sache ganz wichtig. Spieler sollten auch auf den Positionen eingesetzt werden, die sie gelernt haben und auf denen sie Woche für Woche in ihren Verein spielen. Deshalb würde ich Riedle Baku von Leipzig wieder für den DFB-Kader nominieren. Er ist in Leipzig Stammspieler auf der rechten Abwehrseite und stand ja auch kurz davor, mit zur WM zu fahren. Dazu würde ich Joshua Wagnumann vom VfB Stuttgart sowie Philipp Treu vom SC Freiburg für den DFB-Kader zumindest nominieren, was das Nations League-Spiel gegen die Niederlande angeht. Ein Spieler, den man auf jeden Fall ebenfalls im Auge behalten sollte, ist Elias Baum von Eintracht Frankfurt. Für mich hat er definitiv das Potenzial, in Zukunft eine wichtige Rolle auf der Rechtsverteidigerposition in der deutschen Nationalmannschaft zu spielen. Seinen großen Durchbruch hatte Baum als Leihspieler bei der SV Elversberg in der Saison 24/25 in der 2. Bundesliga. Dort absolvierte er insgesamt 33 Zweitligaspiele, erzielte 3 Tore und bereitete 7 Treffer vor. Natürlich muss er jetzt erst einmal dauerhaft in der Bundesliga beweisen und dort den nächsten Schritt machen. Aktuell sollen unter anderem der HSV, Schalke, Augsburg und Werder Bremen großes Interesse an einem Transfer von Elias Baum haben. Allerdings hört man auch, dass der neue Eintracht-Trainer Adi Hütter ihn möglicherweise behalten möchte. Der aktuell wertvollste deutsche Rechtsverteidiger ist übrigens Philipp Treu vom SC Freiburg mit einem Marktwert von 15 Millionen Euro. Treu ist dabei extrem flexibel einsetzbar. Seine Hauptposition ist zwar Rechtsverteidiger, er kann aber genauso gut als Rechtsaußen oder sogar auf der linken Abwehrseite spielen. Für das erste Nations League Spiel würde ich persönlich aber zunächst auf Joshua Wagnumann vom VfB Stuttgart setzen. Seine größten Stärken sind seine enorme Geschwindigkeit, seine körperliche Präsenz in den Zweikämpfen und seine offensiven Qualitäten. Immerhin kam Wagnumann in der vergangenen Bundesliga-Saison als Rechtsverteidiger in 26 Spielen auf 2 Tore und 3 Vorlagen für den VfB Stuttgart. So, dann kommen wir jetzt zur Innenverteidigung. Und da hat Jürgen Klopp natürlich deutlich mehr Auswahl. So wie man zuletzt lesen konnte, soll Nico Schlotterbeck spätestens Mitte September wieder einsatzfähig sein. Ich persönlich denke allerdings, dass das Nations League Spiel Ende September gegen die Niederlande für ihn wahrscheinlich noch etwas zu früh kommen wird. Klar ist für mich aber auch, sobald Schlotterbeck wieder komplett fit ist, wird er unter Jürgen Klopp zu 100% gesetzt sein. Für mich ebenfalls weiterhin absolut gesetzt in der deutschen Startelf ist Jonathan Tah. Mit seinen inzwischen 30 Jahren kann er meiner Meinung nach locker noch 3 bis 4 Jahre auf absolutem Top-Niveau spielen. Dazu hat Klopp mit Jan Bissek von Inter Mailand und Malik Thiaw von Newcastle United 2 Innenverteidiger zur Verfügung, die Stammspieler bei ihren Vereinen sind. Und dann gibt es mit Finn Jeltsch vom VfB Stuttgart, Karim Koulibaly von Werder Bremen sowie Collins von Eintracht Frankfurt noch 3 Spieler mit riesigem Potenzial. Ich bin überzeugt davon, dass diese Spieler früher oder später den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft schaffen werden. Gut, Collins wurde von Julian Nagelsmann ja bereits in der WM-Qualifikation beim 0:2 gegen die Slowakei eingesetzt. Allerdings spielte er dort als Rechtsverteidiger und das war ehrlich gesagt ein rabenschwarzer Tag für ihn. Ich finde aber, dass seine eigentliche Zukunft ganz klar in der Innenverteidigung liegt. Finn Jeltsch hätte meiner Meinung nach ohnehin schon längst eine DFB-Nominierung verdient gehabt. Er ist schnell, extrem zweikampfstark,
besitzt ein hervorragendes Stellungsspiel und ist außerdem richtig gut am Ball. Mit seinen noch 19 Jahren stand Jeltsch in der letzten Bundesliga-Saison für Stuttgart von 29 möglichen Spielen 17 Mal in der Startelf. Dazu kommen noch 10 Spiele in der Europa League. Dann hätten wir noch Karim Koulibaly, aktuell noch bei Werder Bremen. Der FC Chelsea will ihn aber unbedingt in die Premier League holen. In der vergangenen Bundesliga-Saison gelang ihm mit gerade einmal 19 Jahren der große Durchbruch. Er stand in 24 von 29 möglichen Bundesligaspielen in der Startelf und das spricht schon für sich. Koulibaly kann das Aufbauspiel mit sehr präzisen vertikalen Pässen und öffnenden Diagonalbällen hervorragend einleiten. Dazu ist er schnell und bringt als Linksfuß ein Profil mit, das im modernen Fußball enorm gefragt ist. Deshalb glaube ich auch, dass ihm auf Dauer die Zukunft in der deutschen Nationalmannschaft gehören kann. Außerdem hätte Jürgen Klopp mit Waldemar Anton von Borussia Dortmund noch einen sehr erfahrenen Innenverteidiger zur Verfügung. Anton zeichnet sich vor allem durch seine enorme Zweikampfstärke, seine Führungsqualitäten und seine große Zuverlässigkeit im Spielaufbau aus. Auf Waldemar Anton kann man sich eigentlich in jedem Spiel zu 100% verlassen. Da Schlotterbeck für das Nations League-Spiel gegen die Niederlande vermutlich noch ausfallen wird, ist für mich Tah auf jeden Fall gesetzt. Neben Tah könnte dann zum Auftakt entweder Waldemar Anton, Thior oder vielleicht sogar Jan Bissek beginnen. Langfristig sehe ich die Innenverteidigung aber ganz klar mit Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah. So, liebe Fußballfreunde, dann schauen wir uns jetzt mal die Sechserposition etwas genauer an. Und da hat Jürgen Klopp mit Joshua Kimmich, Alexander Pavlovic, beide vom FC Bayern, und Angelo Stiller vom VfB Stuttgart schon mal 3 richtig starke Spieler für diese Position zur Verfügung. Dazu hat man ja mit Kenneth Eichhorn, dem neuen Leverkusener Spieler, einen absoluten Hochkaräter für die Zukunft. Der Junge ist gerade einmal 16 Jahre alt und hat trotzdem schon einen Marktwert von 20 Millionen Euro. Das zeigt eigentlich schon, welches riesiges Potenzial in ihm steckt. Natürlich muss Eichhorn jetzt erst einmal beweisen, dass er seine Leistung auch in der Bundesliga konstant auf den Platz bringen kann. Aber das Potenzial ist auf jeden Fall riesig. Mit Joshua Kimmich und Alexander Pavlovic hat Jürgen Klopp ohnehin 2 absolute Topspieler für die Sechserposition, die auch beide zusammenspielen könnten. Ich denke aber, dass Klopp gerade zum Auftakt gegen die Niederlande in der Nations League erstmal auf Joshua Kimmich setzen wird. Gerade seine Erfahrung und seine Führungsqualitäten werden bei diesem Neustart der Nationalmannschaft enorm wichtig für das gesamte DFB-Team sein. Natürlich kannst du aber genauso gut Alexander Pavlovic in die deutsche Startelf stellen. Er hat sich in den vergangenen beiden Jahren vor allem beim FC Bayern unglaublich weiterentwickelt. Pavlovic ist extrem ballsicher. Ein perfektes Beispiel war der 2:0-Sieg gegen Union Saint-Gilloise in der Champions League 25-26. Dort spielte Pavlovic unglaubliche 150 erfolgreiche Pässe. So viel wie noch nie zuvor ein Bayern-Spieler in einem Champions League-Spiel. Viele vergleichen seine Spielweise mittlerweile sogar mit Toni Kroos. Natürlich wäre es auch überhaupt kein Problem, Kimmich und Pavlovic gemeinsam von Beginn an aufzustellen. Ich bin wirklich gespannt, wie neuer Bundestrainer Jürgen Klopp das am Ende lösen wird. Und mit Angelo Stiller hast du zusätzlich noch einen weiteren richtig starken Sechser im Kader. Also ja, auf dieser Position hat Klopp wirklich die Qual der Wahl. Trotzdem würde ich zum Neustart gegen die Niederlande erstmal auf Joshua Kimmich setzen. Denn auch für das zentrale Mittelfeld gibt es neben Kimmich wieder richtig viele starke Optionen. Allen voran natürlich Felix Metscher von Borussia Dortmund. Bei der WM hat er bereits gezeigt, was wirklich in ihm steckt. Klar ist aber auch, genau dieses Niveau muss Metscher jetzt dauerhaft und konstant auf den Platz bringen. Zum neuen DFB-Kader würde für mich außerdem wieder Nadim Amiri gehören.
Er spielt aktuell noch bei Mainz, allerdings soll RB Leipzig großes Interesse an ihm haben. Schon bei der WM hat Amiri gezeigt, wie wertvoll er für das deutsche Spiel sein kann. Dazu kam er in der vergangenen Saison für Mainz in 35 Pflichtspielen auf starke 17 Tore und 4 Vorlagen. Ich denke außerdem, dass auch Hassan Kouedraogo von RB Leipzig direkt beim Klopp-Auftakt mit dabei sein wird. Er wurde von Julian Nagelsmann ja bereits für den verletzten Lennart Kahl nachnominiert. Seine größten Stärken, und das mit gerade einmal 20 Jahren, sind seine enorme Schnelligkeit und seine starke Dribbelqualität. Als klassischer Box-to-Box-Player sorgt er immer wieder für Torgefahr und gewinnt gleichzeitig unglaublich viele wichtige Bälle im Mittelfeld. Auch Tom Bischoff vom FC Bayern wird meiner Meinung nach in naher Zukunft endgültig den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft schaffen. Natürlich ist es bei Bayern nicht einfach, sich einen festen Stammplatz zu erkämpfen. Trotzdem zeigt Bischoff eigentlich immer gute bis sehr gute Leistung, wenn er seine Chance bekommt. In der vergangenen Bundesliga-Saison stand er immerhin 14 Mal in der Startelf, allerdings meist als Linksverteidiger. Das zeigt aber auch, wie flexibel Tom Bischoff einsetzbar ist. Seine größten Stärken liegen ohnehin eher im zentralen Mittelfeld. Vor allem seine herausragende Passqualität, seine starke Technik und seine hervorragende Spielübersicht sprechen dafür. Außerdem sollte man auch den 24-jährigen Rocco Reitz weiterhin im Auge behalten. Der ehemalige Gladbacher wechselte inzwischen zu RB Leipzig und war in der vergangenen Saison absoluter Stammspieler bei den Fohlen. Reitz ist ein extrem dynamischer Box-to-Box-Player. Seine größten Stärken liegen vor allem in seiner enormen Einsatzbereitschaft, seinem aggressiven Pressing, seiner hohen Laufstärke und seiner taktischen Disziplin. Wenn er seine Leistung jetzt auch in Leipzig und zusätzlich in der Champions League bestätigen kann, dann wird Rocco Reitz definitiv ein Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft sein. Aktuell gehört für mich aber Felix Metscher ganz klar in die deutsche Startelf. Mit seiner enormen Physis, seiner Laufstärke, seiner technischen Qualität, seiner Zweikampfstärke und seinen defensiven Balleroberung bringt er einfach unglaublich viel mit. Dazu kombiniert er Kreativität, Spielkontrolle und Torgefahr im Umschaltspiel. Klar ist aber auch, Metscher muss dieses riesige Potenzial jetzt endlich konstant auf den Platz bringen. Denn wenn ihm das gelingt, kann er auf seiner Position definitiv zu den besten Spielern der Welt gehören. Schauen wir uns jetzt die möglichen DFB-Kandidaten für die Linksaußenposition an. Auch hier hat Jürgen Klopp natürlich eine richtig gute Auswahl. Mit Said Elmalah, Serge Gnabry, Chris Führig und Kevin Schade vom FC Brentford aus der Premier League stehen ihm gleich mehrere starke Optionen zur Verfügung. Dazu hast du mit dem 23-jährigen Derek Charant vom SC Freiburg einen Spieler, den man für die Zukunft definitiv im Auge behalten sollte. Immerhin kam Charant in der vergangenen Bundesliga-Saison trotz nur 12 Startelf-Einsätzen auf starke 5 Tore und 2 Vorlagen. Natürlich wird es bei dieser enormen Konkurrenz in der deutschen Offensive trotzdem schwer für ihn werden, sich direkt in den Fokus von Jürgen Klopp zu spielen. Aber auch Arion Ibrahimovic vom FC Bayern traue ich langfristig den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft absolut zu. Der 20-jährige deutsche U21-Nationalspieler überzeugt vor allem mit seinem starken Torabschluss, seiner Kreativität im letzten Drittel und seiner bissigen Kämpfermentalität. Außerdem soll Bayern-Trainer Vincent Kompany in der kommenden Saison fest auf Ibrahimovic setzen. Natürlich muss Ibrahimovic seine gute Leistung aus der vergangenen Saison in Heidenheim jetzt auch konstant beim FC Bayern bestätigen. Trotzdem sollte man ihn definitiv im Auge behalten. Und ich bin mir sicher, dass das auch Jürgen Klopp tun wird. Aktuell führt für mich aber an Said Elmalah, Serge Gnabry und Chris Führig erstmal kein Weg vorbei. Gerade Said Elmalah wird Jürgen Klopp unbedingt beweisen wollen, dass es von Julian Nagelsmann ein Fehler war, ihn nicht mit zur WM zu nehmen. Ich glaube, dass wir mit Elmalah in Zukunft noch richtig viel Spaß haben werden, wenn er spielt.
Solche jungen und extrem talentierten Spieler musst du einfach nominieren, wenn du wirklich einen kompletten Neustart einleiten möchtest. Deshalb würde ich Said El-Mallah hier auch direkt in meine Startelf stellen. Dann schauen wir uns jetzt mal die Rechtsaußenposition an. Da stellt sich natürlich schon die Frage, wäre die WM vielleicht mit einem Lennart Kahl besser gelaufen? Ja, das weiß man natürlich nicht. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass Jürgen Klopp Lennart Kahl direkt wieder für die Nations League nominieren wird, sobald er wieder zu 100% fit ist. Der Bayern-Spieler gehört mit gerade einmal 18 Jahren schon jetzt zu den größten deutschen Fußballhoffnungen überhaupt und das völlig zu Recht. Kahl ist technisch überragend, ein extrem torgefährlicher Dribbler und kann zusätzlich auch auf der Zehnerposition spielen. Aber genau deshalb sehe ich seine größten Stärken eigentlich auf der Rechtsaußenposition. Denn auf der 10 hast du natürlich mit Jamal Musiala und Florian Wirtz gleich zwei absolute Weltklasse-Spieler. Deshalb wäre Rechtsaußen für Lennart Kahl meiner Meinung nach die perfekte Position. Natürlich hast du dort auch weiterhin Jimmy Leveling vom VfB Stuttgart. Den könntest du im Prinzip auch sofort in die erste Elf auf der rechten Seite stellen. Seine größten Stärken liegen ganz klar in seiner Zweikampfstärke, seiner Fähigkeit, sich im 1 gegen 1 durchzusetzen und seiner Beidfüßigkeit. Dadurch ist er sowohl im Abschluss als auch bei seinen Zuspielen extrem variabel. Bei Karim Adeyemi muss man dagegen erstmal abwarten, ob er sein ohne Frage vorhandenes Potenzial beim BVB endlich auch dauerhaft und konstant auf den Platz bringen kann. Außerdem hat Jürgen Klopp mit Ansgar Knauf von Eintracht Frankfurt einen weiteren richtig starken Flügelspieler zur Verfügung. Knauf überzeugt vor allem mit seinem enormen Topspeed, seiner Wendigkeit und seiner hohen Spielintelligenz. Dazu kommt seine starke Technik, die ihn gerade im direkten 1 gegen 1 zu einem richtig gefährlichen Außenspieler macht. Und mit Montrell Kulbris von Bayer Leverkusen, gerade einmal 18 Jahre alt, sowie Noah Davic vom VfB Stuttgart, der erst 19 Jahre alt ist, stehen bereits die nächsten beiden hoffnungsvollen Talenten für die Rechtsaußenposition bereit. Trotzdem glaube ich ganz klar, wenn Lennart Kahl wieder komplett fit ist, und das hoffen wir natürlich alle, dann wird an ihm in der möglichen Deutschland-Startelf von Jürgen Klopp gegen die Niederlande kein Weg vorbeiführen. Kommen wir jetzt zur Zehnerposition der deutschen Nationalmannschaft. Und ja, natürlich können Florian Wirtz und vor allem Jamal Musiala deutlich mehr, als sie leider bei dieser WM gezeigt haben. Ich bin mir aber sicher, dass beide unter dem neuen Bundestrainer Klopp wieder zu ihrer absoluten Weltklasseform zurückfinden werden. Und ich glaube auch, dass Jürgen Klopp dabei seinen großen Anteil haben wird. Ich sage es nochmal ganz deutlich, Jürgen Klopp ist für mich zu 200% der richtige Bundestrainer, genau zur richtigen Zeit. Und bitte vergisst auch nicht, Florian Wirtz und Jamal Musiala sind gerade einmal 23 Jahre alt. Musiala war lange verletzt und für Wirtz war der Wechsel zum FC Liverpool dann am Ende doch nicht so ganz einfach, wie viele gedacht hatten. Trotzdem bin ich überzeugt davon, dass wir in den nächsten Jahren noch unglaublich viel Freude an beiden Spielern haben werden. Da müsst ihr euch wirklich keine Sorgen machen. Außerdem sollte Klopp unbedingt auch weiterhin Brian Gruder von Brighton im Auge behalten. Gruder kann sowohl auf dem rechten Flügel als auch auf der Zehnerposition spielen. In der letzten Saison war er nach der Winterpause an RB Leipzig ausgeliehen. Von 13 möglichen Bundesligaspielen stand er immerhin 8-mal in der Leipziger Startelf. Dabei gelangen ihm 3 Tore und 3 Vorlagen. Für mich ist Gruder einfach ein echter Straßenfußballer. Zum erweiterten Kreis der Nationalmannschaft sollte meiner Meinung nach außerdem Paul Nebel von Mainz gehören. Der inzwischen 23-Jährige kommt bereits auf 14 U21 Länderspiele. Seine größten Stärken sind seine hohe Geschwindigkeit, seine Wendigkeit und seine hervorragende Technik.
Ein Spieler, den ich persönlich außerdem richtig spannend finde, ist Wael Moya von Borussia Mönchengladbach. Der erst 17-Jährige besitzt bereits einen Marktwert von 17 Millionen Euro. In der vergangenen Bundesliga-Saison kam Moya bereits 15 Mal zum Einsatz, davon 6 Mal in der Gladbacher Startelf. Dabei erzielte er 2 Bundesligatore und bereitete ein weiteres Tor vor. Moya ist ein dynamischer, beidfüßiger Halbraumspielmacher. Seine größten Stärken sind seine exzellente Technik, seine enorme Beweglichkeit und sein mutiges 1 gegen 1 Spiel. Also den muss man für die Zukunft definitiv auf dem Zettel haben. Dann hätten wir da noch den mittlerweile 24-jährigen Merlin Röhl. Röhl wechselte am 1. September 25 zunächst auf Leihbasis vom SC Freiburg zum FC Everton. Nach insgesamt 17 Spielen in England verpflichtete Everton ihn jetzt schließlich fest für rund 25 Millionen Euro. Insgesamt kommt Röhl damit auf 60 Pflichtspiele für den SC Freiburg und inzwischen 17 Spiele für Everton. Mit seinen 1,91 Meter Körpergröße und einer Endgeschwindigkeit von knapp 35 km/h bringt er richtig starke Voraussetzungen für das offensive Mittelfeld mit. Egal ob als Achter oder auf der Zehnerposition. Sollte er sich dauerhaft als Stammspieler in der Premier League etablieren, dann wird auch Merlin Röhl definitiv ein Thema für die deutsche Nationalmannschaft werden. Ich würde Florian Wirtz wieder auf den linken Flügel aufstellen, Jamal Musiala auf der Zehnerposition und hoffentlich Lennart Kahl auf der rechten Seite gegen die Niederlande beginnen lassen. Der erste Backup hinter Florian Wirtz wäre für mich ganz klar Said El-Mala. Ob Jürgen Klopp allerdings vielleicht sogar direkt mit Said El-Mala und Lennart Kahl gemeinsam in der Startelf beginnen würde, da bin ich wirklich richtig gespannt. So, liebe Deutschland-Fans, dann kommen wir jetzt zu den möglichen DFB-Stürmern unter Jürgen Klopp. Und ja, im Angriff hat neuer Bundestrainer Klopp direkt die Qual der Wahl. Mit Kai Havertz, Nick Woldemade, Dennis Undaff und Maximilian Bayer stehen gleich 4 WM-Fahrer zur Auswahl. Und ich gehe ganz klar davon aus, dass alle 4 auch im vorläufigen Kader für das erste Nations League-Spiel gegen die Niederlande stehen werden. Ich persönlich bleibe aber dabei, im Sturm sollte endlich wieder ein echter Neuner spielen. Also zum Beispiel Nick Woldemade oder doch noch lieber Dennis Undaff. Kai Havertz sehe ich dagegen eher als hängende Spitze oder im offensiven Mittelfeld. Ich finde einfach, wir müssen endlich wieder auf einen klassischen Mittelstürmer setzen. Ein Spieler, der genau weiß, wie er sich bei Flanken oder Pässen im Strafraum bewegen muss. Ein Spieler, der das richtige Gespür dafür hat, wo er stehen muss, um Tore zu erzielen. Und mit Maximilian Bayer hast du zusätzlich noch einen Spieler, der auch hervorragend über die Außen kommen kann. Ein Name, den man jetzt endlich aber auch nominieren muss, ist für mich Niccolò Tresoldi. Denn man darf nicht vergessen, Tresoldi könnte auch für Italien spielen. Und genau dort sollte es wohl bereits mehrfach Anfragen gegeben haben. Jetzt wechselt Tresoldi auch noch zu AS Roma in die Serie A. Wenn Kloppo ihn jetzt nicht für die deutsche Nationalmannschaft nominiert, könnte es am Ende zu spät sein. Vor allem dann, wenn Tresoldi in Rom direkt erfolgreich ist und regelmäßig Tore schießt. Deshalb mein klarer Appell, Jürgen, hol Niccolò Tresoldi sofort ins DFB-Team. Selbst für die deutsche U21-Nationalmannschaft hat er bereits 12 Tore in 24 Spielen erzielt. Eigentlich hätte Nagelsmann ihn meiner Meinung nach schon längst nominieren müssen. Denn auch beim FC Brügge hat Tresoldi in der vergangenen Saison richtig starke Zahlen geliefert. In insgesamt 58 Pflichtspielen erzielte er 23 Tore und bereitete zusätzlich 9 Treffer vor. Darunter waren auch 3 Tore in 10 Champions League Spielen. Mit Burkhardt und Ebnor Talib, beide von Eintracht Frankfurt, hast du außerdem noch 2 weitere echte Mittelstürmer im Kader. Burkhardt kommt zwar bisher nur auf 5 Kurzeinsätze unter Nagelsmann, trotzdem darf man ihn definitiv nicht unterschätzen. In der vergangenen Saison erzielte er für Frankfurt 13 Tore
in nur 22 möglichen Spielen. Das ist gerade bei der Saison der Eintracht eine richtig starke Quote. Bei Younes Ebner Talib lief es dagegen etwas anders. Er fiel lange verletzungsbedingt aus. Seinen eigentlichen Durchbruch schaffte er ohnehin erst relativ spät. Das war in der Saison 25/26, damals noch bei der SV Elversberg, bis kurz vor der Winterpause. Dort erzielte Ebner Talib in 17 Zweitligaspielen starke 12 Tore. Eine wirklich überragende Bilanz. Durch seine Verletzung kommt er bislang auf 5 Spiele und 1 Tor für Eintracht Frankfurt. Sollte er jetzt wieder zu seiner alten Form zurückfinden und sich gleichzeitig bei Frankfurt dauerhaft durchsetzen, dann wäre auch Ebner Talib definitiv ein Kandidat für die deutsche Nationalmannschaft. Man darf allerdings ebenfalls nicht vergessen, auch Marokko könnte noch um ihn werben. Mit dem 21-jährigen Nelson Viper von Mainz hast du außerdem noch einen weiteren jungen Mittelstürmer in der Hinterhand. Bei ihm wird es spannend zu beobachten sein, wie sich seine Entwicklung in den nächsten Jahren fortsetzt. Bei der U21-Europameisterschaft 2025 erzielte Viper immerhin 4 Tore in 6 Spielen. Auch das zeigt, welches Potenzial in ihm steckt. Mein persönliches Fazit für den Sturm: Stand heute würde ich trotz der WM Deniz Undav als Mittelstürmer in die Startelf stellen. Natürlich muss man jetzt erst einmal den Bundesliga-Start abwarten und schauen, wie sich alle Spieler in den ersten Wochen präsentieren. Trotzdem bleibe ich dabei, für mich gehört vorne ein echter Neuner auf dem Platz. Also Deniz Undav, Nick Woldemade oder eben auch Maximilian Bayer. Und ich hoffe wirklich sehr, dass zumindest Jürgen Klopp alles versucht, Nicolo Tresoldi dauerhaft für die deutsche Nationalmannschaft zu gewinnen. Also ja, liebe Deutschland-Fans, das hier wäre mein möglicher neuer DFB-Kader unter Bundestrainer Jürgen Klopp. Klar ist natürlich auch, gerade auf einigen Positionen habe ich bewusst etwas mehr Spieler genannt. Am Ende wird der endgültige Kader natürlich kleiner ausfallen. Trotzdem wollte ich euch einfach mal zeigen, welche Optionen Klopp meiner Meinung nach aktuell zur Verfügung hat und welche Spieler ich unbedingt auf den Zettel hätte. Ich glaube, es wird unglaublich spannend zu sehen sein, wie der erste DFB-Kader und natürlich auch die erste Deutschland-Startelf unter dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp am Ende wirklich aussehen werden. Und hier sehen wir jetzt noch einmal meine mögliche erste Deutschland-Startelf von Jürgen Klopp für das Nations League-Spiel Ende September gegen die Niederlande. Im Tor würde ich, wie bereits gesagt, einen echten Cut machen und Jonas Obig zur neuen Nummer 1 im deutschen Tor befördern. Ich denke allerdings, dass Jürgen Klopp zum Auftakt auch noch auf die Erfahrung einiger Spieler setzen wird. Gleich 11 neue Spieler in der deutschen Startelf wird es wahrscheinlich nicht geben. Und das muss er meiner Meinung nach auch gar nicht machen. Die Defensive sieht mit Jonas Obig, Nene Braun, Jonathan Tah und Joshua Wagnumann schon mal richtig ordentlich aus. Gut, ich habe hier zwar noch Nico Schlotterbeck in meiner Startelf stehen, allerdings glaube ich, dass er gegen die Niederlande Ende September wahrscheinlich noch nicht wieder bei 100% sein wird. Deshalb könnte neben Tah natürlich auch Waldemar Anton oder Malik Thiaw in der Innenverteidigung beginnen. Außerdem hätte Klopp mit David Raum noch einen erfahrenen Linksverteidiger als starke Alternative im Kader. Für mich bilden aktuell Joshua Kimmich vom FC Bayern und Felix Metscher von Borussia Dortmund das stärkste Duo. Du hast damit eine richtig gute Mischung. Auf der einen Seite Kimmich mit seiner defensiven Stabilität, seiner Erfahrung und seinen Führungsqualitäten. Und daneben Felix Metscher, der sowohl als Spielmacher als auch als echter Box-to-Box-Player das gesamte Mittelfeld bearbeiten kann. Natürlich müssen gerade diese beiden Spieler künftig deutlich mehr Verantwortung übernehmen. Sie müssen auf dem Platz vorangehen, ihre Mitspieler führen und auch taktisch zeigen, wo es lang geht. Mit Alexander Pavlovic und Angelo Stiller stehen dahinter außerdem 2 richtig starke Alternativen bereit. Gerade Pavlovic könntest du meiner Meinung nach
auch sofort in die Startelf stellen. Wenn alle fit sind und fit bleiben, würde ich offensiv ganz klar auf Florian Wirtz auf der linken Seite, Lennart Kahl auf rechts außen und auch Jamal Musiala auf der 10er-Position setzen. Gerade Wirtz und Musiala brauchen ja nach dieser enttäuschenden WM jetzt wieder einen richtigen Spielrhythmus mit der Nationalmannschaft. Dazu gehören natürlich auch klare taktische Vorgaben und eine eindeutige Spielidee. Denn wenn beide wieder ihre Bestform erreichen, dann haben wir meiner Meinung nach eine der besten Offensiven der Welt. Klar ist aber auch, das muss sich alles erstmal wieder richtig einspielen. Und genau das hat unter Julian Nagelsmann zuletzt meiner Meinung nach überhaupt nicht funktioniert. Dazu hätte Jürgen Klopp mit Nadim Amiri, Hasan Kuedraogo und Tom Bischoff gleich 3 richtig starke Alternativen für das zentrale Mittelfeld. Für die offensiven Außenpositionen stehen außerdem Serge Gnabry, Chris Führig, Jamie Leveling oder vielleicht auch Karim Adeyemi bereit. Natürlich müssen die Spieler wie Bryan Gruda, Paul Nebel und Wael Moya ihre DFB-Nominierung erst einmal über konstant starke Leistung in ihren Verein verdienen. Im Sturm gibt es aktuell eigentlich schon fast ein Überangebot. Am Ende kann eben nur einer spielen. Vielleicht findet Jürgen Klopp ja sogar eine komplett neue Rolle für Kai Havertz in der Nationalmannschaft. Für mich wäre im Sturm aber ganz klar einer dieser 3 Spieler gesetzt. Dennis Undaff, Nick Woldemade oder hoffentlich schon bald Nicolo Tresoldi. Dazu kannst du Maximilian Bayer sowohl im Sturmzentrum als auch als Alternative über die Außen einsetzen. Genau, diese Flexibilität macht ihn für den DFB so wertvoll. Also ja, liebe Fußballfans, das hier wäre meine aktuell bestmögliche Deutschland-Startelf, wenn alle Spieler fit und einsatzbereit sind für das erste Länderspiel unter Jürgen Klopp gegen die Niederlande in der Nations League. Und hier sehen wir jetzt noch einmal alle meine Spieler für einen möglichen neuen DFB-Kader bzw. meine Nominierung für das erste Länderspiel unter Bundestrainer Jürgen Klopp. Jetzt seid ihr natürlich gefragt, wie würde eure Deutschland-Startelf gegen die Niederlande aussehen? Und welche Spieler würdet ihr für den möglichen Neustart unter neuer Bundestrainer Jürgen Klopp in die deutsche Nationalmannschaft holen? Schreibt mir beides auf jeden Fall unten in die Kommentare. Ich bin wirklich gespannt auf eure Meinung und eure Aufstellung. Wenn euch die Prognose gefallen hat, lasst natürlich gerne einen Daumen hoch da, abonniert Werners Fußballecke, falls ihr keine weiteren DFB, Bundesliga und Transferprognosen mehr verpassen wollt. Also dann, bleibt gesund, bleibt sportlich, bis zur nächsten Fußballprognose auf Werners Fußballecke. Also dann, wir sehen uns. Tschüss.